тоску большого темного лесу. Будем привыкать к азиатской стороне. Будем привыкать к азиатской стороне. Казахи, казахи, не бойся ничего. Казахи, казахи, не бойся ничего. Есть у нас казаченьки группа и мука. Есть у нас казаченьки группа и мука. Каша целовая, белым хлебом.
Hallo YouTube, heute möchte ich euch ein weiteres Messer aus russischer Fertigung vorstellen. Das ist das Modell Kasatka, zu Englisch Killer Whale oder einfach Orca von Alexander Tschepokov. Dieses Modell hatte ich schon seit der IWA 2017 auf dem Schirm. Dort hatte ich auch die Gelegenheit, dieses Messer und viele weitere einmal genauer anzuschauen und auch mal in die Hand zu nehmen. Das Modell Kasatka ist natürlich alleine schon wegen seiner Größe ein sehr beeindruckendes Messer, vor allem wenn man sich wie ich für große Messer begeistern kann. Das soll jetzt natürlich nicht heißen, dass mir kleine Messer nicht auch gefallen können, aber wer meinen Kanal verfolgt, wird wohl früher oder später den Eindruck gewonnen haben, dass ich einfach ein Faible für feststehende Messer habe. Dennoch gefallen mir solche High-End-Folder wie das Kasatka immer besser, sodass ich schon seit einiger Zeit auf der Suche nach dem richtigen Modell für meine Sammlung bin. Ein Messer aus der Fertigung von Alexander Tschepokov spielt natürlich qualitativ und preislich in einer Liga, in welcher es sich wohl die meisten Leute zweimal überlegen müssen, ob sie sich ein so hochwertiges Messer zulegen können oder wollen. Schließlich kostet dieses Messer mit knapp 600 € mindestens das Doppelte, wenn nicht sogar das Dreifache, was ich sonst bereit bin für ein Messer auszugeben, mal von ein paar Ausnahmen abgesehen. Aber man muss hier einfach den Gegenwert erkennen und auch im Vergleich zur Konkurrenz bekommt man bei Tschepokov viel Messer für sein Geld. Am Ende muss diese Entscheidung aber jeder für sich selbst treffen. Auch wenn ich als Student ebenfalls nicht in der Lage bin, mir solche Messer einfach leichtfertig zu kaufen, bin ich dennoch überzeugt, dass ein handgefertigter Folder mit diesem Materialmix und in der Größe seine 600 € wert ist. Man muss ja auch realistisch bleiben, so ein Messer bekommt man einfach nicht für 200-300 €, das schaffen noch nicht mal die Chinesen. Anfang Januar erhielt Flo von Tools for Gents eine neue Messerlieferung von Tschepokov. Darunter waren auch einige Kasatka-Modelle in verschiedenen Ausführungen. Bei der Showroom-Eröffnung von Tools for Gents Ende September 2017 war mein Favorit noch diese Variante. Jetzt habe ich mich aber in ein rotes Carbon-Modell mit dunklen Titangriffschalen und messingfarbener Hardware verguckt. Leider war diese Ausführung sofort verkauft, aber ich hatte zu diesem Zeitpunkt sowieso nicht genug Geld auf der Seite, um mir mein neues Lieblingsmesser sofort kaufen zu können. Diese Geschichte hat mein Messerbuddy Manuel Albrecht mitbekommen. Er hatte sich dieses Modell aus der neuen Lieferung bei Tools for Gents gekauft und hat mir wenige Tage danach angeboten, mir sein neues Kasatka zum Testen auszuleihen. An dieser Stelle möchte ich noch einmal Danke sagen, Manuel, für dein Angebot, das Messer ohne Rücksicht auf Verluste testen zu können und deine Geduld. Ich habe das Messer ja jetzt schon seit 4 Wochen im täglichen Einsatz. Manuel hat auch einen YouTube-Kanal, aber ist vor allem auf Instagram aktiv. Sucht dort mal nach Albrecht_Manuel. Er lädt regelmäßig neue Fotos und Videoclips hoch. Wer Instagram benutzt, einfach mal reinschauen. Wie ihr ja schon gesehen habt, hat dieses Messer bei mir in den letzten 4 Wochen einiges erlebt und aushalten müssen und hat in diesem Zeitraum weder optische Spuren davongetragen noch merklich an Schärfe verloren. Somit kann ich schon einmal vorab sagen, dass dieses Messer wirklich eine sehr gute Performance abgeliefert hat und auch durchaus in der Lage ist, ein gutes feststehendes Messer zu ersetzen, auch wenn das im Rahmen von § 42a in Deutschland so leider nicht möglich ist. Das Modell Killer Whale ist ein Titanflipper mit Framelock-Mechanismus und einer aufgesetzten Marble-Carbon-Auflage und gehört zu den größten Foldern aus der Fertigung von Alexander Tschepokov. Dieses Modell ist qualitativ und preislich in der Oberklasse angesiedelt. Ein Messer wie das Killer Whale wird nur noch von den Superkasten-Modellen übertroffen. Bei einem Messer in dieser Liga muss man schon mit der Lupe nach Fehlern suchen. Die Verarbeitung und der Anschliff sind absolut makellos. Es gibt keine scharfen Kanten, das Messer ist hervorragend eingestellt. Die Klinge lässt sich aus jeder Position mit Leichtigkeit öffnen und schließen und dennoch hat das Messer zu keinem Zeitpunkt Klingenspiel. Der Detent ist so eingestellt, dass die Klinge beim Betätigen des Flipper-Tabs absolut mühelos aufschwingt, aber ist immer noch so stark, dass sich die Klinge nicht unbeabsichtigt öffnen kann. Insgesamt hat dieses Messer eine sehr wertige Optik und Haptik. Das Öffnen und Schließen der Klinge ist wirklich butterweich. Sobald die Klinge den Detent Ball überwunden hat, fällt sie durch ihr Eigengewicht zurück ins Heft. Auch die Klingenbeschriftung ist sehr dezent angebracht. Auf der Presentation Side haben wir das neue Firmenlogo von Tschepokov. Auf der Rückseite ist hier oben der verwendete Klingenstahl. Und hier unten das Baujahr vermerkt. Zu den technischen Daten. Das Modell Killer Whale hat eine Gesamtlänge von 25 cm. Die satinierte Klinge aus Böhler M390 Stahl hat einen Flachschliff, läuft auf einem Kugellager und misst 11,8 cm. Die brauchbare Schneide misst hierbei 11 cm. Dieses Messer hat eine Klingenhöhe von 3,5 cm und eine Klingenstärke von 3,9 mm. Hier oben haben wir noch ein dezentes Jimping.
Der Bereich direkt hinter der rasierscharfen Schneidphase misst im hinteren Bereich 0,7 mm und im vorderen Bereich 0,6 mm. Der massive Titangriff hat ein Stonewash-Finish und misst 14 cm. Hat hier auf der Oberseite eine Marble-Carbon-Auflage und besitzt einen Überdehnungsschutz. An diesem Griff finden bei Handschuhgröße 9,5 fast 7 Finger Platz. Des Weiteren hat das Messer einen ausgeprägten Fingerchoil, der zur Sicherheit beiträgt und die Ergonomie verbessert. Hier haben wir noch einen Titan Pocket Clip im selben matten Finish wie die Griffschalen. Der Clip ist sehr brauchbar, lässt sich allerdings nur tippab tragen. Das Modell Killer Whale wiegt in dieser Ausführung 220 Gramm, was für ein Messer in dieser Größe absolut in Ordnung ist. Ich kann es vorweg sagen, ich bin von diesem Messer absolut begeistert. Rein optisch hat mir dieses Modell schon immer gut gefallen, aber die Performance, die dieses Messer abgeliefert hat, übertrifft sogar so manches feststehende Messer. Das Modell Killer Whale hat eine sehr brauchbare Klingenform und das Verhältnis zwischen Design und Zweckmäßigkeit wurde hier sehr gut umgesetzt. Ich hatte jetzt gute 4 Wochen Zeit, dieses Modell auf Herz und Nieren zu testen und habe von Manuel die Erlaubnis erhalten, mit dem Killer Whale alles anzustellen, was ein hochwertiges Messer aushalten sollte. Aus diesem Grund durfte auch das Betoning in diesem Video nicht fehlen. Ich habe natürlich nicht alle Aktionen auf Video festgehalten und das Messer wurde auch schon von Manuel benutzt, aber ich denke, man sieht dem Messer an, dass es den Testzeitraum mühelos und ohne Blessuren überstanden hat. Ich musste dieses Messer in den letzten 4 Wochen nicht einmal nachschleifen oder die Schrauben nachziehen. Auch nach dem ausgiebigen Betoning durch sehr trockenes Walnuss- und Haselnussholz sitzt an diesem Messer noch alles bombenfest. Die Klinge ist nach wie vor rasierscharf und wurde von mir noch nicht einmal übers Leder abgezogen. Das ist auch für ein hochwertiges Messer sehr beeindruckend. Nach dieser langen Zeit im täglichen Einsatz fallen einem natürlich die Stärken und Schwächen an einem Messer auf, da es ja viele Gelegenheiten gibt, in der sich das Messer beweisen muss. Grundsätzlich kann ich an diesem Messer keine Mängel feststellen. Das Messer hat zu jedem Zeitpunkt eine gute Leistung abgeliefert, aber mir sind hier und da ein paar Dinge aufgefallen, die ich nicht unerwähnt lassen möchte. Der erste Punkt betrifft den Detent Ball. Ihr kennt das bestimmt alle, dass man sich an das Handling mit einem neuen Messer erst einmal gewöhnen muss. Wie öffne ich das Messer, wie löse ich die Verriegelung, wie schließe ich das Messer mit einer Hand. Jeder hat da so seinen eigenen Weg, aber regulär schließt man ja einen Frame-Lock-Flipper, indem man mit dem Daumen den Frame zur Seite drückt und mit dem Zeigefinger die Klinge so weit schließt, dass sie den Detent Ball überwindet und ins Heft fallen kann. Das ist bei diesem Modell so nicht oder nur schwer möglich, da der Flipper-Tab das Überwinden des Detent Balls aus Platzgründen verhindert. Eventuell könnte man hier den Detent Ball an eine günstigere Stelle setzen. Dennoch bekommt man dieses Messer mit Leichtigkeit schnell auf und zu. Ich bevorzuge der Klinge beim Schließen einen kleinen Impuls mit dem Zeigefinger auf die Klingenwurzel zu geben. Auf diese Art öffnet und schließt sich die Klinge mit der Geschwindigkeit eines Springmessers. Ein weiterer Punkt ist die ausgeprägte Fingermulde. Mit Handschuhgröße 9,5 ist der Griff wirklich sehr angenehm, aber ich könnte mir vorstellen, dass jemand mit kleineren Händen ein Problem mit dieser Spitze hier haben könnte. Aber bei leichten Schneidaufgaben dürfte das auch kein Problem sein und bei härteren Arbeiten sollte man ohnehin Handschuhe tragen. Mein vorletzter Kritikpunkt betrifft die Custom-Schrauben und Achsschrauben. Schönheit liegt natürlich im Auge des Betrachters. Mir gefallen die Custom-Schrauben von Chebokov sehr gut. Sie tragen zum wertigen Erscheinungsbild bei, haben einen Wiedererkennungswert und lassen auch einen Messerlein wissen, dass wir hier kein normales Messer von der Stange haben.
Leider ist es aber dem Benutzer nicht möglich, diese Schrauben ohne Risiko einer Beschädigung zu lösen oder festzuziehen, da man sich hier zuerst einen Schlüssel anfertigen muss. Und dazu ist natürlich nicht jeder in der Lage. Ich kann aus Erfahrung sagen, dass es für den Benutzer nicht nötig ist, die Schrauben zu lösen bzw. das Messer auseinanderzubauen. Das Messer lässt sich auch so sehr gut reinigen. Ein Festziehen der Schrauben ist ebenfalls nicht nötig, da wohl die wenigsten ihren hochwertigen Folder zum Betonen verwenden werden und selbst das hatte bei diesem Modell keine Auswirkungen auf die Schrauben. Sollte sich dennoch einmal etwas lösen oder die Notwendigkeit bestehen, das Messer auseinanderzunehmen, kann man selbstverständlich auf den Kundenservice von Tools for Gents und Alexander Tschebokov vertrauen. Da aber die Konkurrenz wie zum Beispiel Chris Reeve Messer anbietet, die man mit normalem Werkzeug auseinanderbauen kann, sollte man bei Tschebokov vielleicht überlegen, ein Spezial-Bit-Set in das Zubehörprogramm mit aufzunehmen. Wer dann sein Messer unbedingt auseinandernehmen will, soll sich dieses Set kaufen. Der letzte Punkt betrifft die Klinge im geschlossenen Zustand. In diesem Bereich befindet sich die rasierscharfe Schneide nur etwas mehr als 1 mm tiefer als die Oberkante der Griffschale. Man muss hier also etwas aufpassen, dass man nicht mit einer Hautfalte zwischen die Griffschalen gelangt. Bei diesem Modell wurde der vorhandene Platz im Griff einfach bis auf das Maximum ausgenutzt. Man könnte meinen, der Griff sei zu groß, dem ist aber nicht so. Irgendwo muss ja die große Klinge sein. Aber im kompletten Testzeitraum war dieser Punkt kein Problem und obwohl ich dieses Messer mehreren Leuten gezeigt und in die Hand gegeben habe, ist das niemandem außer mir aufgefallen. Die angesprochenen Punkte sehe ich nicht als Mängel und wenn überhaupt ist das Jammern auf sehr hohem Niveau, aber es ist in meinen Augen einfach notwendig, bei einem Review alle Punkte anzusprechen, die einem bei genauerer Betrachtung aufgefallen sind. Dieser Test hat mich in meinem Vorhaben bestärkt, mir früher oder später mein eigenes Tschebokov Killer Whale zu kaufen. Wer sich ebenfalls für ein solches Modell interessiert, sollte wissen, dass die Messer von Tschebokov Semikastenmesser sind, bei denen der Kunde das Klingen- und Griffmaterial nach seinen Wünschen bestellen kann. Gut, dann sage ich danke fürs Reinschauen und vielleicht bis zum nächsten Mal.